Am 13. März 2024 war es wieder soweit und der nächste Entwickler-Livestream zum Microsoft Flight Simulator stand an. Das Team rund um den Head of Microsoft Flight Simulator Jörg Neumann hatte wieder einiges im Gepäck. Wenn das kein Grund ist, einen genaueren Blick mit euch darauf zu werfen, dann weiß ich auch nicht. Und damit hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Andi, schön, dass du da bist. Begleitet wurde Jörg wie immer von Sepp und Martial von Asobo. Durch den Livestream geführt hat Community Managerin Jane und zwei Special Guests waren auch wieder am Start. Wer das war, dazu später mehr. Zu Beginn gab es ein fettes Danke. 1,5 Millionen Dollar kann Microsoft an Antonov zum Erhalt der Maschine weitergeben. Gut 98.000 Einheiten wurden verkauft. Auch auf den großen Erfolg der kürzlich erschienenen Dune-Erweiterung wurde eingegangen. Neben der Top Gun und Halo-Erweiterung ist auch dieser kostenlose Zusatzinhalt sehr beliebt. Und ja, auch die Anzahl der Pilotinnen und Piloten innerhalb des Microsoft Flight Simulators ist rekordverdächtig. Allgemein konnte man also sehr positiv in den Abend starten. Die Roadmap wurde ebenfalls zu Beginn kurz eingeblendet, allerdings nur mit dem Hinweis, dass sich diese noch füllen wird im Laufe der Veranstaltung. So richtig los ging es dann mit der Q&A Session 1, wo es um die Szenerien und um das Wetter ging. Mit der Veröffentlichung von World Update Nummer 16 rund um die Karibik entstanden Probleme mit den entfernten Wassertexturen. Das Thema konnte allerdings schnell abgehakt werden, denn noch während des Livestreams wurde ein Update veröffentlicht, welches diese Probleme behebt. Im nächsten Punkt der Fragen aus der Community ging es um das Thema Turbulenzen. Hier antwortete Sepp sehr ausführlich und versprach, dass in Zukunft diese besser mit den vorhandenen Wolken des Live-Wetters zusammenarbeiten. Ein weiterer Punkt war die Darstellung von Eis und Schnee. Anhand einer Live-Karte von Eisschollen rund um Spitzbergen erklärte uns wiederum Sepp, wie der Microsoft Flight Simulator Eis erkennt und entsprechend simuliert. Mit Sim Update 15 soll auch das spürbar verbessert werden. Auf die Frage, weshalb kleine und mittlere Flüsse nicht immer sauber dargestellt werden, sagte Jörg, dass diese anhand einer sogenannten Elevation Map dargestellt werden. Die Qualität der Darstellung schwankt auch deshalb, da man auf die Qualität dieser Karten angewiesen ist. Auch das Thema Wetter-API wurde angesprochen und weshalb die Daten nicht an Drittanbieter weitergegeben werden dürfen. Hierzu äußerte sich Martial und begründete das Ganze, dass eben die Daten und Informationen nicht Asobo gehören und aus diesem Grund einem besonderen Schutz unterliegen. Das vorletzte Thema aus diesem Q&A-Blog drehte sich um die Jahreszeiten. Ursprünglich geplant war das Ganze ja bereits für den Microsoft Flight Simulator 2020. Final umgesetzt wird das Thema aufgrund des hohen Aufwandes allerdings jetzt erst im Microsoft Flight Simulator 2024. Und im letzten Punkt bezog man sich auf die weiterhin klare Trennung zwischen World- und Sim-Updates. Apropos Sim-Update. Sim-Update 15 steht ja direkt bevor. Doch Vorsicht, es wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der 26. März eventuell nicht gehalten werden kann und das Ganze sich um ein paar Tage nach hinten verschieben könnte. Zu Sim-Update 15 wurde auf diese 3 Punkte hier näher eingegangen. Laut Sepp bringt das Sim-Update 15 viele Verbesserungen, gerade in Bezug auf die Speicherverwaltung und der generellen Stabilität des Simulators. Martial ergänzte zu diesem Punkt, dass auch das WASM-Modul und deren Speichermanagement wesentlich verbessert wurde. Gerade auf Xbox profitiert man enorm von der Verbesserungen des LODs. Eine bessere Speicherverwaltung wurde implementiert, indem der dargestellte Live-Traffic verbessert wurde und das Management von Texturen auch nochmals verbessert wurde. Nächstes großes Thema war der A320 Neo von Inibuilds, der gemeinsam mit dem Sim Update 15 kommen wird. Cameron von Inibuilds war der erste von 2 Special Guests. Es gab erste Details und bewegte Bilder zur Maschine. Der A320 Neo wurde gestartet und man ist ein Stück geflogen. Die Maschine war ja bereits Teil der Beta des Sim-Update Nummer 14 und verschwand dort plötzlich. Im Livestream konnte man dann während der bewegten Bildern auf bereits durchgeführte Änderungen eingehen und so darf man sich beispielsweise auf Anpassungen im Detailgrad, was das Außenmodell, aber auch das Cockpit betrifft, sowie auf deutlich verbesserte Sounds freuen. Nach der Q&A-Session Nummer 2 ging es dann weiter mit dem kommenden City-Update. Das City-Update Nummer 6 beschäftigt sich zum größten Teil mit dem Südwesten Deutschlands. Angekündigt ist dieser kostenlose Zusatzinhalt für den 17. April und umfasst zum Beispiel Städte wie Mannheim, Heidelberg, Karlsruhe, Stuttgart, Esslingen, Kehl,
Straßburg und als einen der besonders detaillierten handgefertigten Flughäfen den Flughafen in Friedrichshafen. Genau am gleichen Tag, also am 17. April 2024, startet die internationale Fachmesse für die allgemeine Luftfahrt Aero in Friedrichshafen. Und es ist nach wie vor tatsächlich nicht ausgeschlossen, dass Jörg Neumann selbst diese Messe besucht. Er kann sich nach wie vor nicht festlegen, aber die Chancen stehen wohl so bei 50-50. Und so kommen wir zur nächsten Local Legend, der Local Legend Nummer 15 von Inibilz, der Dornier Do 31. Während das City-Update ja umsonst sein wird, wird die Local Legend Nummer 15 wieder so um die 15 € circa kosten und ebenfalls ab dem 17. April 2024 auf dem Insim-Marktplatz erhältlich sein. Entwickler Michael von Inibilz war der zweite Special Guest an diesem Abend und stellte die Maschine in ersten bewegten Bildern vor. Die Do 31 war ein deutsches Senkrechtstarter-Frachtflugzeug, welches im Februar 1967 seinen Erstflug hatte. Insgesamt wurden nur 3 Maschinen gebaut, ausgestattet mit 8 Hubtriebwerken und 2 Marschtriebwerken. Ich denke, man kann anhand dieser Bilder ganz gut ableiten, welcher Spaß uns mit der Dornier Do 31 mit der Local Legend Nummer 15 erwarten wird. Im Übrigen, wer sich im Nachgang nochmals Teile dieses Livestreams ausführlicher reinziehen möchte, der findet den entsprechenden Link zur kompletten Veranstaltung hier unten bei mir in der Videobeschreibung. Nach der dritten und letzten Q&A-Session ging es dann um das Thema Microsoft Flight Simulator 2024. Man möchte ab sofort in die Entwickler-Livestreams auch immer wieder mal kleinere Informationen, kleine Häppchen zum Microsoft Flight Simulator 2024 einfließen lassen. Und so war im ersten Trailer zum 2024er ja bereits der Vision Chat zu sehen. Und ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist das Sepp im Vision Chat? Ich weiß nicht. Sieht irgendwie so aus, na egal. Jedenfalls hat man angekündigt, dass der Vision Chat von FlightFX Teil der Standardversion des Microsoft Flight Simulators 2024 sein wird. Was alleine schon mal ziemlich cool ist, denn der Vision Chat ist einer der beliebtesten kostenpflichtigen Zusatzinhalte im Microsoft Flight Simulator 2020. Jörg erklärte ergänzend dazu, dass man sich aktuell Gedanken darüber macht, den Vision Chat vom Marktplatz des Flight Simulators 2020 zu nehmen, da er später ja ohnehin kostenlos dann im 2024er Standard vorhanden sein wird. Er sprach vom Zeitraum September 2024 und bittet um entsprechendes Feedback, ob dieser Weg richtig sei. Indirekt, und ich weiß nicht, ob es vielleicht sogar Absicht war, hat er uns damit aber auch den Hinweis geliefert, dass der Flight Simulator 2024 wohl nicht vor Oktober 2024 kommen wird. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr von der Sache haltet. Abschließend hat man dann noch die Teilnahme auch an der diesjährigen Flight Sim Expo bestätigt, und zwar direkt als Aussteller für 2024 in Las Vegas, und zwar vom 21. bis zum 23.06.2024. Puh, da war wieder einiges dabei im aktuellen Entwickler-Livestream vom März 2024. Schreibt mir gerne einmal in die Kommentare, was haltet ihr von den Neuigkeiten und den Inhalten dieser Veranstaltung? Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir sehr gerne wieder ein Däumchen da und falls noch nicht geschehen, zur Unterstützung dieses Kanals auch sehr gerne ein Abo. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen, wünsche euch eine gute Zeit und bin raus.